Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Ja, das ist Eposita, sie ist ein Braunhaargürteltier, schon eine alte Oma. Ihr fehlen eigentlich schon so ziemlich alle Zähne, deswegen hängt manchmal auch die Zunge da so ein bisschen raus. Hier kriegt sie natürlich bei uns so eine Senioren rundum Wohlfühl-Paketversorgung. Das heißt also, sie könnte ja normales Futter gar nicht mehr fressen. Gürteltiere fressen ja auch Fleisch und ohne Zähne geht das natürlich schlecht. Deswegen kriegt sie alles ganz fein püriert, sodass sie ihr Mittagessen und Frühstück und Abendessen dann immer ganz entspannt wegschlecken kann. Ist auch sehr zutraulich, wie man sieht. Ist jetzt gerade ein bisschen verwundert, weil wir hier bei ihr zu Besuch sind. Eigentlich wollten wir bei den Faultieren drehen und dann kam sie da gerade auf einmal unter dem Stamm hervor, den ich eigentlich zur Seite schieben wollte. Na du? Ja, das ist ein Braunhaargürteltier, die Eposita. Also wir haben ja auch hier das 6-Binden-Gürteltier, das auch von einigen Autoren Weißhaargürteltier eben in Abgrenzung zu dem hier genannt wird. Im Grunde sind die Gürteltiere da eigentlich recht ähnlich vom Verhalten her und so weiter. Das sind beides Einzelgänger, deswegen halten wir die ja auch hier in der Regel alle einzeln. Also Kasimir ist jetzt eine andere Art, der wohnt ja gegenüber. Dann haben wir noch ein Gürteltier-Jungtier gerade, ein Zuchtpaar, die wir aber eigentlich auch nur zur Paarung zusammenlassen. Und Gürteltiere sind eigentlich recht aktiv, verbringen aber auch den Tag durchaus mal in einem ihrer Bauen. Das heißt, wir haben hier verschiedene Hütten, in die sie sich zurückziehen können. Also die Haltung ist eigentlich genau gleich wie bei unseren 6-Binnen-Gürteltieren. Was die Braunhaargürteltiere, aber auch die 6-Binnen-Gürteltiere ja nicht machen, ist ja, dass sie sich bei Gefahr zu so einer Kugel zusammenrollen. Das kennt man ja von den Kugelgürteltieren. Die haben eher so die Strategie, sich auf den Boden runterzudrücken, eine Kuhle zum Beispiel, und dann eben diese harten Panzer, diese Knochenplatten hochzudrücken, was der Angreifer da auch nichts hat zu packen. Wobei ein Puma oder so natürlich trotzdem da ein Gürteltier überwinden kann. Die drehen es ja leicht um, auch wenn das Gürteltier sich festklammert am Boden. Deren Haupttaktik ist eigentlich, die haben in dem Revier, also Tiere in der Natur leben ja auch in festen Revieren, die gehen ja nicht, laufen ja nicht einfach wild durch die Gegend, die haben da ja mehrere Baue. Und dann ziehen die sich in einer dieser Baue, die haben überall so Fluchtverstecke und da schnell drin zurück bei Gefahr. Und wie ich ja gerade auch schon erzählt habe, Eposita hat kaum noch Zähne, so gut wie gar keine mehr, deswegen bekommt sie das Futter ja ganz fein püriert. Das sieht man jetzt hier auch gerade schön. Gürteltiere sind jetzt nicht unbedingt so als Feinschmecker bekannt. Im Grunde fressen die einfach alles, was denen in die Quere kommt. Also das kann vegetarisch sein, das kann aber auch tierisch sein oder Pilze oder so. Also die fressen Fallobst, die haben einen extrem guten Geruchssinn. Die können teilweise auch unter 10, 20, 30 cm unter der Erde oder im morschem Holz oder so Insektenlarven riechen, die da mit ihren kräftigen Krallen, mit denen die auch ihre Bauten anlegen, dann ausbuddeln. Und hier im Zoo ist es so, dass wir da so eine variierende Futtermischung machen. Da gibt es ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse für die etwas jüngeren Gürteltiere, auch in groberen Stücken, damit die eben das Ganze auch nochmal zerkauen. Weil bei Gürteltieren ist das ja so, die haben ja permanent nachwachsende Zähne. Das heißt, die Zähne müssen noch mal so ein bisschen abgenutzt werden. Da geben wir denen manchmal auch zum Beispiel Katzenfutter, so Whiskas, dann reiben die Zähne so ein bisschen ab, weil die hier ja nicht so viel für ihr Futter tun müssen wie in der Natur. Eposita ist aus dem Alter raus, die hat die meisten Zähne schon verloren und die kriegt dann eben den Brei. Und ansonsten, neben Obst und Gemüse, wird da auch manchmal noch Hackfleisch mit reingemacht, Pilze, eine bunte Mischung, die von Tag zu Tag auch so ein bisschen variiert.
Abonnieren nicht vergessen und schau doch mal in unsere Playlist über den Zoo Dortmund.